dachte, ich rede mit euch einfach mal darüber, warum ich überhaupt vlogge. Punkt Nummer 1 ist definitiv, dass ich wieder mehr mit Videobearbeitung machen möchte. Schon als Kind habe ich gemerkt, dass ich mich unglaublich für dieses ganze Thema Film, Fernsehen, Videobearbeitung interessiere. Und schon damals habe ich dann so kleine Lego-Stop-Motion-Filme gemacht mit Windows Movie Maker. Das war wirklich nichts Besonderes. Aber allein da habe ich schon gemerkt, dass das unglaublich toll ist, dass es mir unglaublich viel Spaß macht und dass ich das auf jeden Fall weitermachen möchte als Hobby. So, jetzt habe ich aber in den letzten 1-2 Jahren gemerkt, dass ich immer weniger dazu komme, Videos zu bearbeiten, einfach weil es kein Videomaterial gab, was es zu bearbeiten galt und auch gar keinen Grund, warum ich überhaupt ein Video machen sollte. Und da kommt eben dieser Vlog ins Spiel. Dadurch, dass ich jetzt vlogge, bekomme ich also jedes Mal, wenn ich die Kamera anschmeiße, neues Videomaterial, was ich dann im Nachhinein wieder bearbeiten kann. Schon beim Bearbeiten des letzten Vlogs habe ich einfach gemerkt, wie unglaublich viel Spaß mir das Ganze macht. Ich habe jetzt auf dem ersten Vlog unglaublich gutes Feedback bekommen, auch eben was den Videoschnitt anging. Und es hat mich einfach so unglaublich glücklich gemacht, weil ich dadurch die Liebe am Videoschnitt wieder so ein bisschen für mich entdecken konnte. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal für die ganzen positiven Rückmeldungen bedanken und die einfach schon 11 Daumen nach oben und 70 Aufrufe auf das allererste Video. Vielen, vielen Dank, ich finde das unglaublich, dass das überhaupt innerhalb von 3 Tagen so möglich ist für einen neuen YouTube-Kanal, den ich gerade eben erst gemacht habe. Abgesehen vom Videoschnitt möchte ich mein Leben eben ein bisschen dokumentieren. Und schon jetzt, obwohl das erst 4 Tage her ist, finde ich es unglaublich cool, dass ich einfach in die Vergangenheit gehen kann, 4 Tage, und mir immer wieder theoretisch angucken könnte, wie ich das erste Mal in meinem Leben Sushi gegessen habe. Und ganz extrem genommen könnte ich mir das in 20 Jahren nochmal angucken, meine Kinder könnten es sich angucken und meine Enkelkinder auch und so weiter und so fort, solange bis es eben die Videos nicht mehr gibt oder das Internet oder YouTube. Wahrscheinlich wird YouTube als erstes verschwinden mit den Videos zusammen. Aber allein, dass ich diese Möglichkeit habe, das alles festzuhalten, finde ich eine unglaublich coole Option, die ich auf jeden Fall wahrnehmen möchte. Punkt Nummer 3 ist definitiv der am schwierigsten in Worte zu fassende. Aber man könnte zusammenfassen mit besser werden, als man momentan ist. Ich habe einfach gemerkt, dass es in meinem Leben viele Punkte gibt, wo ich mir schon länger sage, okay, das müsste ich jetzt eigentlich mal machen, da müsste ich eigentlich mal ran. Das erledige ich jetzt einfach mal, aber es trotzdem einfach wegschiebe und dann gar nicht mehr mache. Ich glaube, jeder kennt das auch aus seinem eigenen Leben, dass man irgendwas hat, was man schon längst erledigt haben will. Damit ich spreche ja direkt zu euch. Und man denkt sich immer so, ja, ich weiß, dass ich es machen müsste, aber aus irgendeinem Grund, einfach weil der innere Schweinehund zuschlägt oder sonst was, merkt man einfach, man macht es doch nicht. Obwohl man weiß genau, es müsste erledigt werden. Und das ist jetzt der Punkt, wo eben der Vlog ins Spiel kommt. Es gibt nämlich einige Punkte, die mich unglaublich stören. Beispielsweise sieht es sowohl hier unten in meinem Studio als auch oben in meiner Wohnung, die sind auf unterschiedlichen Stockwerken, unglaublich unordentlich aus. Es sieht sogar so unglaublich unordentlich aus, dass ich in meinem Studio, wo ich ja eigentlich, was der Name sagt, Sachen produzieren will, Videos produzieren will, nicht wirklich aufnehmen kann und arbeiten kann und es zu Ende machen kann. Hier fehlt beispielsweise noch der Akustikschaumstoff an den Wänden, einfach weil es zu unordentlich aussieht. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich mich verbessern möchte. Ich möchte einfach, gerade weil ich weiß, okay, da gucken jetzt Leute zu, zwinge ich mich selbst dazu, eben aufzuräumen und es alles ein bisschen schöner zu gestalten. Für diesen Vlog habe ich jetzt beispielsweise alles noch extra so gelassen, wie es ist. Man sieht es jetzt nicht wirklich, weil man nur den Oberkörper sieht, aber stellt euch einfach mal den Raum vor, wie ihr ihn hinter mir seht und der ganze Boden ist voll mit irgendwas. Ein weiterer Punkt, der dazu zählt, besser zu werden als man selbst ist Sport. Sport macht mir unglaublich viel Spaß, immer wenn ich da bin, macht es mir unglaublich viel Spaß, aber ich komme einfach nicht dazu, dahin zu gehen. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich persönlich nicht alleine bin, wo viele sich denken, okay, eigentlich müsste ich jetzt mal wieder zum Sport gehen, aber... Und dann kommt man schon wieder nicht dazu, dahin zu gehen. Und dieser Vlog soll mich eben auch motivieren, mich, ja, wie gesagt, selbst zu verbessern. Ich nehme euch mit auf diese Reise, möchte mich sozusagen durch den Vlog selbst zwingen, zum Sport zu gehen. Weil wenn ich jetzt sage, ich gehe morgen zum Sport, ihr dann morgen das Video seht und merkt, der geht ja gar nicht zum Sport, warum geht der nicht zum Sport, obwohl er es gesagt hat, dann komme ich mir selbst ja auch schlecht vor. Deswegen möchte ich das eigentlich auch machen. Das waren jetzt zwar nur 2 Punkte zum Thema besser zu werden, als man selbst ist. Aber beispielsweise im letzten Vlog habe ich auch das Thema zu spät kommen angemerkt. Und ich glaube, ihr habt auch ein grobes Bild davon bekommen, was ich eigentlich damit meine. Wie gesagt, ich glaube, jeder kennt das von sich selbst, dass man etwas machen will und einfach es nicht tut, obwohl man weiß, es wäre besser. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen auch inspirieren, eben dagegen vorzugehen.
So, und dann würde ich auch mal sagen, sind wir fertig mit Labern für heute. Aber dann ist das eben so ein kleiner Informationsvlog. Warum vlogge ich überhaupt? Und es muss ja auch immerhin mal gesagt werden. Ich werde jetzt mein Studio aufräumen. Hier ist übrigens schon ein Riesenhaufen Akustikschaumstoff. Ich weiß nicht, ob man es sieht, hier, da ist eine Lage. Ihr könnt euch vielleicht grob vorstellen, wie viel dann in diesem ganzen Haufen hier drin ist. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal mein Studio aufräumen und dann sehen wir uns später. So soll es hier nie wieder aussehen. Los geht's. So, momentan sieht es wohl ganz so aus, als wäre der Akku fast alle, wie ihr da sehen könnt. Ich werde jetzt die Kamera erstmal aufladen und wenn die Kamera fertig aufgeladen ist, dann räumen wir weiter auf, nämlich den Schreibtisch. So, ich bin wieder da vom Essen. Jetzt ist leider schon relativ spät, nämlich 9:30, kurz nach 9:30. Warte, die Uhr müsste hier unten noch. Ja, kurz nach 9:30. Ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden, wie es hier mittlerweile aussieht. Hier liegt nicht mehr aller möglicher Scheiß rum. Aber natürlich hätte ich noch mehr schaffen können, vor allem den Schreibtisch. Den werde ich heute nämlich nicht mehr schaffen. Nämlich, ich möchte das Video auch noch schneiden, damit es morgen für euch um 12 Uhr bereitsteht. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir den Vlog für heute. Bis morgen, haut rein und dann geht's an den Schreibtisch. Ciao!